das Feld hinunter. Murray, CD. Was für ein Spiel. Willkommen zurück bei den Tapes. Lügt nicht. Sema ist noch im Gebäude. Natürlich Sema. Wir sprechen jetzt über CeeDee Lamb. Ein weiterer Wide Receiver aus der Big 12, von dem wir erwarten, dass er in der ersten Runde geht. Ich sehe ihn als mein Wide Receiver Nummer 1. Kein Mangel an Respekt für Jerry Jeudy. Aber ich bin schon lange ein Fan von CeeDee Lamb. Es ist lustig, denn ich bin ein Jerry Jeudy-Fan, aber ich halte CeeDee Lamb für den sichersten Wide Receiver für einen hohen Pick in diesem Draft, weil man weiß, was man mit ihm bekommt. Er liegt von seinen rohen Fähigkeiten her irgendwo zwischen Davante Adams und DeAndre Hopkins. Es wird also spannend, sich diese Aufnahmen anzusehen, denn er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Ja, wenn ich ihn mir ansehe, denke ich, dass sein Spiel durch Jalen Hurts als Quarterback wirklich gewachsen ist. Er war gesegnet mit Baker Mayfield und Kyler Murray, zwei Jungs, die es lieben, das Feld in die Tiefe zu spielen. Aber dann sahen wir ihn mit Jalen Hurts und wie er andere Dinge tun und im Zwischenraum arbeiten musste. Also schauen wir uns das Tape an. Beginnen wir mit der Körperbeherrschung und den Ballfertigkeiten. Fangen wir mit diesen Dingen an. Schau, wir nannten Jalen Reagor das Freak und CeeDee Lamb die Maschine, speziell was die Produktion angeht. Ein Typ, der 2 Saisons in Folge über 1000 Yards hatte. Und das Zusammenspiel mit Kyler Murray im Vergleich zu Jalen Hurts war sehr unterschiedlich. Also steigen wir hier ein. Hier sehen wir ihn zu Beginn mit Murray. Das sind Aufnahmen von 2018. Und schau dir diese Körperbeherrschung an. Seh mal, wie verrückt ist das? Nun, das macht ihn zu einer so großartigen vertikalen Bedrohung. Denn er ist kein Sprinter, aber er hat die Größe, die Einstellung und die Körperbeherrschung, um sich zu verwinden und den Ball in der Luft anzugreifen. Das ist hier ein großartiger gestaffelter Wurf. Aber achte darauf, wie er seinen Körper entspannt. Er weiß, wo er ist. Er hat ein großartiges räumliches Vorstellungsvermögen. Weiß, wo die Seitenlinie ist. Aber hier ist die Entspannung des Körpers. Beobachte jetzt seine Augen. Er konzentriert sich die ganze Zeit darauf, den Ball zu beobachten. Hier ist die Handstärke. Schau dir die Hand dort an. Kann den Ball komplett kontrollieren. Wäre das auf dem nächsten Level, würde er ihn mit einer Hand trotz des Bodenkontakts sichern. Der Ball übersteht den Bodenkontakt. Einfach eine exzellente Darstellung von Körperbeherrschung, Stärke und Ballgefühl. Genau das verkörpert dieser Junge. Ja, das liebe ich. Und hier sehen wir ihn wieder zusammen mit Kyler und wie er sich auf diesen Rückschulterwurf einstellt, wohl wissend, dass wir hier ein First Down brauchen. Wir müssen keinen Touchdown erzielen, denn wir werden auch morgen noch spielen. Michael, eine der Sachen, über die wir sprechen, ist das Routenkonzept, clever zu sein, während des Spiels mitzudenken. Du wirst eine Chance bekommen. Achtet darauf, wie er den Verteidiger mit seinem Körper bearbeitet. Er setzt hier also seinen Körper ein. Er geht nicht mit den Händen hoch. Er nutzt seinen Körper, um den Verteidiger einfach abzuschirmen. Da steckt Selbstbewusstsein dahinter, denn er signalisiert ihm, das wird dir den ganzen Tag so gehen. Ich werde dir auf die Pelle rücken. Du hast keine Chance, mich zu decken. Dieser Junge bringt Leidenschaft und Energie auf das Spielfeld. Und das liebe ich. Ich finde es gut, dass du sein Selbstbewusstsein und seine Einstellung erwähnt hast. Ich habe diesen Spielzug ausgewählt, den wohl nicht viele als spektakulär bezeichnen würden, aber genau das ist es, was ich an CeeDee Lamb so mag. Er erkennt, dass er es ein bisschen besser hätte machen können. First Downs interessieren mich nicht. Ich will Touchdowns. Ich liefere euch First Downs, aber ich will Touchdowns. Er erkennt, hätte ich mich im Feld gehalten, hätte ich gegen ihn punkten können. Und das liebe ich an ihm. Mir gefällt auch, dass du immer ehrlich bist, wenn du dir das Videomaterial ansiehst. Das war kein spektakulärer Spielzug. Es war keine saubere Route. Und das wusste er. Deshalb war er auch verärgert. Sowas sieht man bei CeeDee Lamb nicht oft. Und hört zu, das ist der Teil, der für mich wirklich viel aussagt. Ich hatte meine Bedenken vor seinem Jahr als führender Receiver. Ohne Hollywood Brown, wie würde er diese Führungsrolle annehmen? Aber er geht mit gutem Beispiel voran und ich glaube, das ist gut für die Stimmung in der Umkleidekabine. Nun, bei diesem speziellen Spielzug ist es eine Corner Route, die er abflacht, damit der Defensive Back nicht darunter gelangen kann. Aber die Fähigkeit großer Jungs, ihr Gewicht zu verlagern, um explosiv aus den Richtungswechseln zu kommen, das hat er bei diesem Spielzug nicht getan. Aber genau das gefällt mir, denn er ist ein Typ, der sich selbst reflektiert. Er kann in den Spiegel schauen. Er strebt nach Perfektion und hat keine Angst, sich diese zu holen. Und ich glaube, genau das hat ihm geholfen, sich vielleicht zum Wide Receiver Nummer 1 hochzuarbeiten, der im NFL-Draft gewählt wird. Ja. Und ich denke, genau das ist das Entscheidende für mich. All diese kleinen Dinge. Wir kommen jetzt zu diesem nächsten Video, in dem wir sehen, wie er 2019 sein Spiel auf das nächste Level hebt. Du hast erwähnt, dass er als kräftigerer Typ seine Hüften senken und seinen Körper kontrollieren kann. Und diese Körperbeherrschung bringt auch eine gewisse Explosivität mit sich. Und obwohl er kein 4,3 Sekunden Sprinter als Wide Receiver sein wird, ist die Realität doch, wenn man ihn sich beim Punt Return ansieht, ist das etwas, das mir wirklich an ihm gefällt, seine Fähigkeit als Punt Returner zu arbeiten und diese Fähigkeiten dann darauf zu übertragen, was er mit dem Ball in der Hand macht. Da hast du völlig recht. Genau das macht ihn zu einem außergewöhnlichen Athleten. Sieh dir an, wie er den Ball in der Luft verfolgt. Er bringt sich darunter in Position, genau wie ein Centerfielder beim Baseball. Perfekt.
Aber hier kann er dich ins Leere laufen lassen. Noch einmal, das ist der beste Wide Receiver nach dem Catch in diesem gesamten Draft. Ich wiederhole, er ist der beste Wide Receiver nach dem Catch in diesem gesamten Draft wegen seiner Kraft und seiner Explosivität. Kein kleiner, flinker Typ, sondern ein großer Kerl, der den Ball fangen kann, mit Power läuft und dabei dynamisch genug ist. Und ich glaube, das Coole für mich an 2019 war zu sehen, wie er das, was er bei den Punt Returns gezeigt hat, auf das Spielfeld übertragen hat. Denn jetzt sehen wir, wie er sich aus Schwierigkeiten befreit und dann explosiv in den freien Raum zum Touchdown läuft. Und was man auch sieht, ist die Fähigkeit, die Defensivdeckung zu erkennen, oder? Wenn man weiß, dass er hier gegen eine Zonendeckung spielt. Schau dir an, wie er sich jetzt fallen lässt. Hier ist eine Lücke. Da ist ein Dreieck. Genau, da ist ein Dreieck. Er bekommt den Ball und das ist ein gut geworfener Pass, der über die zweite Ebene gelöffelt wird. Er bringt ihn über den Linebacker, aber vor den Safeties, und eine Sache bei ihm ist, er weiß, wie man abschließt. Sein GPS-System ist immer auf die Endzone programmiert. Dieser Junge weiß bei jedem Spielzug, wie er sie findet. Ja. Ich meine, was sollen wir zu diesem Spielzug sagen? Ich meine, er bricht Tackles, oder? Er rennt an Leuten vorbei, geht durch Arme hindurch. Ich meine, sag's mir, Selma, dieser Spielzug. Ich meine, es gibt einen Grund, warum das in den Sportscenter Top 10 war. Das war einfach alles. Dieser Spielzug vereint all das, worüber wir gerade gesprochen haben, in einer einzigen Aktion. Und das hier ist für alle Kids da draußen, die zuschauen. Man muss kein absoluter Sprinter sein, um für ein großes Play zu sorgen. Dieser Typ ist einfach physisch beeindruckend. Es ist seine Art. Er lässt sich leicht zu Boden bringen. Er wird selten vom ersten Verteidiger gestoppt und läuft einfach durch Arm-Tackles hindurch. Wenn man also CeeDee Lamb tackeln will, muss man mit den Füßen arbeiten. Und wenn man das nicht tut, dann passiert genau das hier. Er lässt diese Jungs da draußen auf dem Feld einfach wie Clowns aussehen. Und nochmal, er weiß, wie er abschließt und die Endzone findet. Du hast erwähnt, man soll mit den Füßen arbeiten. Wenn ich mir das ansehe, sehe ich Leute, die sich blind hineinstürzen. Die hechten einfach los. Und dann kommen wir wieder auf die Energie zurück, die an die Seitenlinie bringt. Ich sehe Jungs, die sich hineinstürzen. Die Jungs, die hechten. Ich sehe Leute, die denken, wenn ich ihn nur irgendwie kurz am Arm erwische, kriege ich ihn zu Boden. Aber das ist nicht der Fall, man muss ihn schon richtig anpacken. Sonst läuft er einfach durch einen hindurch. Wenn ich ihn und CeeDee Lamb sehe, dann sehe ich einen so guten Spieler. Und ich freue mich darauf, ihn spielen zu sehen. Wir haben also ein wenig von dieser Stärke bei diesem Spielzug gesehen, oder? Lass uns darüber sprechen, wie stark er wirklich ist, denn wir haben über Schnelligkeit, Explosivität und seine Mentalität gesprochen. Lass uns über den Speed reden, den er mitbringt, denn er hat das, was ich gerne Football Speed nenne. Und es ist nicht nur die Football-Schnelligkeit, die ich sehe auch diese Kraft, oder? Er hat 2019 zugelegt, weil er mit Jalen Hurts spielt und mehr flache sowie mittellange Bälle fängt, wobei er seine Stärke nutzt, um Spielzüge zu machen und Gegner abzuschütteln. Ich liebe es einfach, wie er den Gegnern signalisiert. Geh mir aus dem Weg, ich mache jetzt mein Ding, Ryan. Ja, er macht es im Debo-Stil. Genau, hier ist ein großartiges Beispiel dafür. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie der Defensive Back Coach von Baylor hier den Verteidiger anschreit, weil das eigentlich nur eine Stickroute ist. Es ist ein 5-Yard-Out. Und der Coach sagt, komm schon, bring ihn zu Boden, mach das Tackle da vorne, dann sind das nur 4 Yards Raumgewinn. Stattdessen verpasst du ihn. Jetzt lässt du ihn durch die Tür und er holt zusätzlich noch 70, 75 Yards heraus. Und genau das kann er. Er kann aus einem kurzen Spielzug einen großen machen, vor allem wegen dieser Kraft und Stärke, die du erwähnt hast. Und ich denke, das ist genau der Punkt, oder? Ich meine, schau dir diese Flea-Flicker-Aktion an. Du bekommst den Ball, das fällt hinunter. Und eigentlich sollte er hier von diesem Safety gestoppt werden. Stattdessen sehen wir, wie er mit der Schulter abwehrt und es trotzdem in die Endzone schafft. Lassen wir Texas hier aber nicht so einfach davonkommen. Denn man muss sich schon mehr anstrengen als das, was sie gerade gezeigt haben. Ich meine, seien wir doch mal ehrlich, das ist einfach schwach. Ich meine, anders kann man das nicht beschreiben. Er liefert hier eine gute schauspielerische Leistung ab. Er kommt mit der Bewegung rein. Er geht zur anderen Seite, sieht so aus, als würde er das Tempo rausnehmen, alle in Sicherheit wiegen und dann macht er den großen Spielzug. Aber Texas muss deutlich besser spielen. Dennoch ein weiterer guter Spielzug von ihm, auch gut ausgeführt. Ja. Aber die 46 sind Linebacker. Und wenn ein Linebacker einen Wide Receiver nicht mit der Schulter zu Boden bringen kann, dann zoll ich diesem Wide Receiver Anerkennung. Und hier haben wir 3 Leute mit freien Schüssen, 2 davon absolut freie Schüsse und sie kriegen nicht zu Boden. Und ich denke, das spricht für eine Leistungssteigerung im Jahr 2019, als er erkannte, ich muss stark sein, um diese Tackles zu brechen und in die Endzone zu kommen. Und genau das ist es, was man auf dem nächsten Level begehrt, denn er ist ein Spieler, der genau solche harten Spielzüge macht. Ihm wird fast der Kopf abgerissen, aber er schafft es trotzdem durchzulaufen. Weißt du, was er gut macht? Er spielt wirklich konsequent durch den Kontakt hindurch. Nicht nur, wenn er den Ball in der Luft attackiert, sondern auch, wenn er durch Verteidiger hindurchläuft und er ist sich immer bewusst,
wo er sich auf dem Feld befindet. Es ist diese Art von Spielverständnis, die Cleverness, die Footballintelligenz und, wie du schon erwähnt hast, die Entwicklung und Reife als Spieler, die es diesem Kerl ermöglicht haben, sein Spiel auf das nächste Level zu heben, Und ich freue mich für ihn. Denn am 23. April wird sein Name sehr früh aufgerufen werden. Ja, darauf freue ich mich schon. Ich meine, wir haben das gesehen. Das ist das Yin und das Yang. Das ist der Anfang vom Ende, als wir den ersten Clip von 2018 sahen, in dem er sich über sich selbst ärgert, weil er auf den Zehenspitzen die Seitenlinien lang lief und nicht im Spielfeld blieb. Und jetzt sehen wir ihn im Jahr 2019. Er bricht nicht nur 2 Tackles, vielleicht sogar ein drittes und schafft es dann, auf den Zehenspitzen die Seitenlinie entlang in die Endzone zu laufen.